Hallo Leute, es ist an der Zeit für ein Best-of Babypflege. Das heißt, ich zeige euch heute die besten Babypflegeprodukte der Drogerie-Eigenmarken. Also es sind hauptsächlich Produkte der Drogerie-Eigenmarken. Dementsprechend sind sie auch relativ günstig zu bekommen. Und natürlich, bevor die Frage jetzt kommt, ich habe kein Baby, ich konnte die Produkte nicht an meinem Baby oder an irgendeinem Kind testen, sondern ich habe sie selbst ausprobiert. Man braucht auch nicht unbedingt ein Kind, wenn man Babypflegeprodukte verwendet, denn diese sind auch für Erwachsene geeignet. Ich persönlich finde das Einkaufen in der Babypflegeabteilung sogar deutlich angenehmer, weil das Marketing nicht so over the top ist. Es ist einfach schön, in der Babypflegeabteilung unterwegs zu sein, und viele der Produkte sind auch relativ hautfreundlich formuliert, was natürlich keine Verallgemeinerung sein soll, denn nicht jedes Babypflegeprodukt ist auch mild oder hautfreundlich formuliert. Vor allem, wenn man Duftstoffallergiker oder Duftstoffallergikerin ist, sollte man dennoch auf die Inhaltsstoffe schauen. Und wir können uns selbstverständlich auch darüber streiten, ob es sinnvoll ist, Kinderhaut mit deklarationspflichtigen Duftstoffen, ätherischen Ölen oder dergleichen in Kontakt kommen zu lassen. Falls ihr euch ein allgemeines Video zum Thema Babypflege wünscht, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann kann ich das sehr, sehr gerne umsetzen. Und ich werde es in diesem Video genauso handhaben wie in meinem Best-of Isana Video. Ich werde jedes Produkt ranken, das heißt, ich habe mir eine Liste gemacht, wo ich die Produkte eingeordnet habe, und dementsprechend werde ich diese Produkte auch platzieren, was aber nicht bedeutet, dass die Produkte per se schlecht sind, nur weil sie auf dem letzten Platz gelandet sind. Es ist einfach nur für mich eine gute Möglichkeit, die Produkte noch ein Stück besser einordnen zu können. Aber wie gesagt, das muss nicht unbedingt irgendwas mit der Formulierung oder dergleichen zu tun haben, sondern einfach mit meiner persönlichen Präferenz. Und genau deshalb habe ich euch auch auf Instagram gefragt, welches euer absolut liebstes Babypflegeprodukt ist. Und diejenigen Produkte, die besonders häufig genannt wurden, werde ich auch als Community-Liebling kennzeichnen, damit ihr wisst, welches Produkt bei vielen, vielen Menschen besonders beliebt ist, damit ihr einfach nochmal ein besseres Gesamtbild erhaltet. Auf dem letzten Platz landet die Babylove Aloe Vera Gesichtscreme. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, dass es mir teilweise sehr, sehr schwer gefallen ist, die Produkte einzuordnen. Und das hat auch bei diesem Produkt überhaupt nichts mit der Formulierung zu tun. Die ist großartig, das Produkt ist mild formuliert, es ist sehr günstig. Ich glaube, das kostet unter €1. Und dafür ist das wirklich ein gutes Produkt. Hier sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin, keine ätherischen Öle, so wie sich das für Babypflege eigentlich gehören sollte. Aber diese Creme ist mir persönlich zu matt. Ich habe eine fettarme Haut und das Produkt trocknet relativ matt an. Also alle, die eine ölige Haut haben, werden diese Creme höchstwahrscheinlich mögen. Und diese Aloe Vera Gesichtscreme ist auch tatsächlich ein Community-Liebling. Viele von euch mögen diese Gesichtscreme und ich kann das auch zu 100% nachvollziehen, aber für mich persönlich trocknet sie einfach zu matt an. Nichtsdestotrotz, vom Auftrag ist die super angenehm, sie ist nicht zu schwer, sie hinterlässt jetzt auch keinen fettigen oder super reichhaltigen Pflegefilm auf der Haut, also sie fühlt sich sehr angenehm leicht an und hat so ein Satin-Finish. Also es ist keine fettig pflegende Creme, es ist aber auch keine gelig-wässrige Creme, sie ist irgendwo dazwischen, deswegen bezeichne ich das Ganze am liebsten als Satin-Finish. Weiter geht's mit der Baby Dream Med Plus Gesichtscreme, und auch hier gibt es überhaupt nichts an der Formulierung auszusetzen, sondern das Finish ist jetzt nicht so 100%ig meins. An sich ist das Produkt toll zusammengesetzt, es sind feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin, es sind keine Duftstoffe enthalten und es ist auch noch Defensil vorzufinden, das ist ein hautberuhigender Inhaltsstoff, und die Verpackung ist auch wirklich großartig, weil das Ganze so ein Pumpspender daherkommt. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von Pumpspendern, weil sich die Produkte dadurch gut dosieren lassen, aber das Finish dieser Creme ist einfach nicht so 100%ig meins, denn sie fühlt sich ein bisschen an wie ein Primer auf der Haut. Also sie hat so ein samtiges, fast silikoniges Finish. Ich könnte mir das Produkt wirklich gut als Make-up-Unterlage vorstellen, aber ich persönlich mag dieses Hautgefühl nicht so gerne. Und ansonsten lässt sich auch diese Creme wunderbar einarbeiten, und wenn ihr so samtige Finishes bei Cremes mögt, wenn das total euer Ding ist, wenn ihr
eher eine Mischhaut habt oder eine ölige Haut habt und einen Moisturizer sucht, der mild formuliert ist, dann könnt ihr euch diese Creme auf jeden Fall mal anschauen. Das Baby Dream Extra Sensitive Waschgel und Shampoo landet nur auf diesem Platz, weil ich das Produkt darüber ein kleines bisschen mehr mag. Ansonsten gibt es nicht sonderlich viel daran auszusetzen. Ihr bekommt viel Inhalt und auch noch einen Pumpkopf dazu. Hier ist zwar Natriumcucurylsulfat enthalten, aber dessen Irritationspotenzial wurde durch die Beigabe von hautfreundlichen Tensiden herabgesetzt, weil Natriumcucurylsulfat jetzt nicht unbedingt das hautfreundlichste Tensid ist, und es ist auch noch Panthenol enthalten. Ein absoluter Community-Liebling ist der Baby Love Ultra Sensitive Kopf- bis Fußwaschbalsam und da bin ich auch zu 100% bei euch. Ich finde dieses Produkt auch großartig. Man bekommt viel Inhalt und auch noch einen Pumpkopf, um das Produkt gut dosieren zu können. Die Formulierung ist hautfreundlich. Hier ist ein Zuckertensid, das Haupttensid, und Zuckertenside gehören mitunter zu den hautfreundlichsten Tensiden. Es ist Glycerin drin, es ist Panthenol enthalten und das Produkt funktioniert wunderbar zum Duschen, zum Händewaschen, zur Gesichtsreinigung. Zum Haarewaschen ist es ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass es wie so eine Art leichten Film auf der Haut hinterlässt. Also die Haut fühlt sich auch nach der Reinigung nicht trocken an, sie spannt nicht, sie ist nicht gereizt und deswegen benutze ich das auch sehr, sehr gerne zum Duschen, zum Händewaschen. Aber wie gesagt, ich mag das nicht, wenn so ein Film im Haar zurückbleibt. Auf Platz 5 landet für mich persönlich das Baby Dream Natural Feste Dusche und Shampoo. Ich habe das extra nochmal in die Verpackung getan, damit ihr wisst, wovon ich spreche. So sieht das Ganze aus. Und hier muss ich dazu sagen, dass ich das am liebsten für einen anderen Zweck nutze. Also ich benutze es weniger als Dusche, weniger als Shampoo, weil ich finde, dass es sich nicht so gut verteilen lässt, dass es sich nicht so gut aufschäumen lässt. Und man verbringt einfach einen halben Tag damit, das Ganze ins Haar einzumassieren. Und dadurch, dass es so einen schon spürbaren Pflegefilm auf der Haut hinterlässt, kriegt man seine Haare nicht so hundertprozentig sauber. Aber zum Rasieren ist das wirklich großartig. Also das ist für mich persönlich das perfekte Rasierstück. Ich meine, es gibt etliche Marken, die irgendwelche festen Rasierschäume rausgebracht haben oder dergleichen, die meiner Meinung nach nicht so gut funktionieren und die einfach nur ein festes Shampoo oder eine feste Dusche sind und die Haut reizen und im schlimmsten Fall auch noch auf der Haut brennen, wenn man das Ganze zum Rasieren verwendet. Aber das ist bei diesem Produkt absolut nicht der Fall und dadurch, dass es wie so einen pflegenden Layer auf der Haut hinterlässt, gleitet der Rasierer wunderbar darüber. Also dafür verwende ich dieses feste Shampoo richtig, richtig gern. Die Baby Dream Natural Wundschutzcreme muss ich auch immer am Start haben, weil ich die großartig zur Pflege von trockenen Stellen und auch zur Pflege meiner Lippen finde. Und wie ihr seht, ist die auch schon richtig, richtig gut benutzt. Und das Tolle an dieser Wundschutzcreme ist einfach, dass kein Zinkoxid enthalten ist. Das heißt, die fühlt sich auch nicht so trocken auf der Haut an und vor allem auch auf den Lippen. Und ich benutze die am liebsten über Nacht. Das heißt, ich verwende die eher wie eine Art Lippenmaske und trage sie richtig, richtig dick über Nacht auf meine Lippen auf und merke frühs einfach, wie wunderbar pflegend und rückfettend dieses Produkt ist. Also es ist definitiv nichts für Leute, die eine ölige Haut haben und das im Gesicht anwenden möchten, weil das echt, also das ist wirklich eine richtig fette Creme und man merkt auch beim Auftrag oder beim Einmassieren, dass die so einen öligen, wasserabweisenden Film auf der Haut hinterlässt, was sie natürlich auch zu einer guten Wundschutzcreme macht. Wenn wir schon mal beim Thema Creme sind, ich habe dieses Jahr die TT-Sept Baby SOS Hautwohlcreme entdeckt und finde die so großartig. Die hat einfach alles, was ich bei der Aloe Vera Gesichtscreme von Baby Love vermisse. Also die fühlt sich zwar zunächst ähnlich an, das heißt, wenn man die hier rausdrückt, dann könnte man meinen, dass das ein super leichtes, gelig, wässriges Produkt ist. Aber das ist definitiv nicht der Fall, denn sobald man anfängt, das Ganze einzumassieren, dann merkt man, dass da schon ein bisschen was Pflegendes dahinter steckt
und auch das Finish ist nach dem Antrocknen leicht ölig auf der Haut. Also definitiv nichts für Leute, die das nicht mögen, aber ich mit meiner fettarmen und trockenen Haut feiere das einfach, weil meine Haut dadurch nicht so matt wirkt und so einen Glow erhält. Von daher ist das meine absolute liebste Babypflegecreme. Also das ist auch auf jeden Fall die weit oben platzierteste unter allen und ich finde die so großartig. Nicht nur vom Hautgefühl, nicht nur von der Textur und dem Finish, sondern auch was die Formulierung angeht. Denn hier sind feuchtigkeitsbindende Bestandteile, zum Beispiel Glycerin, es ist Shea Butter enthalten, es ist Bisabolol drin, reizlinderndes Allantoin und auch noch barrierestärkendes Ceramid NP. Leute, ich liebe die Babylove Ultra Sensitive reichhaltige Bademilch und deswegen gehört die für mich absolut auf Platz 2, weil ich dieses Produkt auch bereits mehrfach aufgebraucht und nachgekauft habe und die Person, die sich dieses Produkt ausgedacht hat, gehört abgeknutscht. Ich finde das so großartig und es ist was so Besonderes, was ich bisher so in der Drogerie noch nicht gesehen habe, also zumindest in der Babypflegeabteilung. Und wer denkt, dass das irgendwie ein schnöder Badeschaum ist oder irgendwie ein Badeöl, der irrt. Denn das ist eine super leichte Emulsion. Das heißt, wenn man das ins Wasser kippt, dann kommt hier wie eine Milch raus, die keinen ekligen Fettfilm auf der Haut hinterlässt. Ich meine, wenn ich zum Beispiel mit einem Badeöl bade, dann hängt dieses ganze Fett an der Wasseroberfläche fest und wenn ich aus der Wanne steige, dann habe ich dieses ganze Fett an meinem Körper, im Handtuch, in den Haaren und eigentlich kann ich danach glatt nochmal duschen und mich komplett abwaschen. Das ist bei diesem Produkt absolut nicht der Fall, weil es eine fertige, super dünne, super leichte Emulsion ist, die auch nicht schäumt, aber die einen ganz, ganz dezenten Pflegeeffekt hat. So als würde ich keine Ahnung, in Hafermilch baden oder in Sojamilch baden. So ähnlich fühlt sich das an. Also es ist nie eklig, es ist nie unangenehm und deswegen ist das ein perfektes Produkt für mich, wenn ich mal keinen Bock habe auf ein Schaumbad. Und auf Platz 1 landet das Babylove Nature Waschstück. Ich glaube, das ist für mich persönlich mit Abstand das beste Waschstück in der Drogerie. Ich finde nämlich, dass es sich wunderbar verteilen lässt. Es lässt sich gut aufschäumen. Es ist angenehm in der Handhabung und auch das Hauptensid, das hier enthalten ist, gehört zu den hautfreundlicheren seiner Art. Und was ich auch richtig, richtig nice finde, ist die Tatsache, dass es komplett parfümfrei ist. Also es riecht nur nach den Rohstoffen, die hier enthalten sind und ich hatte bisher keinerlei Probleme damit. Ich kann meine Haare gut damit waschen, ohne dass da irgendwie ein ekliger Fettfilm zurückbleibt und es ist auch zum Duschen wunderbar geeignet. Nur zur Gesichtsreinigung ist es mir persönlich einfach too much. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches euer absolut liebstes Babypflegeprodukt ist oder ob ihr eins der gezeigten Produkte sogar ausprobiert habt. Und falls ihr auch mein Best of Isana Hautpflegevideo sehen möchtet, dann klickt einfach hier drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.